Ich begrüße euch recht herzlich zu diesem neuen Video. Es wird ein krankes Video, das kann ich euch jetzt schon sagen. Das Wetter spielt zum Glück mit. Ein richtig krankes Video. Ich habe die Ehre, einen Model 3 filmen zu dürfen, was es so in Europa oder weltweit gar nicht mehr gibt. Was ein optischer Komplettumbau ist. Also von einem Serien-Tesla Model 3 findet man daran fast nichts mehr wieder. Wo bin ich denn? Ich bin in Gießen. Der Besitzer von diesem Fahrzeug, der das Projekt auch geleitet hat, ist der Erik. Ihr kennt ihn manchmal noch von meinen Videos. Hat er echt was Dickes auf die Beine gestellt. Ich bin diesmal auch nicht bei ihm im Carport, sondern bei ihm zu Hause. Er wohnt hier in diesem, ich sage mal, in der coolen Kulisse, sag ich mal, war. Und wir gucken jetzt mal, ob er da ist. So, mal schauen, ob der Erik da ist. Ich klopfe mal. Mal gucken. Erik, bist du da? Ach, grüß dich, Junge. Bist ja doch zu Hause, Mensch. Ich dachte schon, bist nicht da. Grüß dich. Wie geht's dir? Gut. Alles gut? Junge, ich will ja nichts gegen dich sagen, aber das Klischee so passt ein bisschen. Hä? Viel ins Auto, aber nichts in der Bude oder so. Hä? Warum ist das schön hier? Ja, echt? Hast du? Erik feiert sich gerade noch, Leute, das war natürlich ein Spaß. Erik wohnt natürlich nicht hier, das war nur ein Gag. Erik, du hast aber ein Monsterprojekt auf die Beine gestellt, das muss man echt mal sagen. Wir sehen es hier, es steht direkt vor uns. Da muss man gerade mal sagen, da viel Fleiß, viel Projektarbeit rein, viel Planung auch, war. Ja. Das ist ja, kann man wirklich so sagen, Leute, und das meine ich mit vollem Ernst. Ihr kennt die Instagram-Szene teilweise. Das ist krank. Das ist einfach nur ein krankes Biest, was du da auf die Beine gestellt hast. Wir schauen uns jetzt mal an, gehen mal hin, gucken uns alle Teile an, alles Innenraum, auch was da verändert wurde, Carbon und. Ich will nicht so viel babbeln, ihr wollt die Karre ja auch sehen, deswegen 3, 2, 1 und let's go! Wow, alter Vater, ist das nicht ein Monster, Leute? Ohne Scheiß, ist das nicht ein Monster? Ehrliche Meinung, schreibt mal in die Kommentare unten. Absolut Wahnsinn, ich mache mal einen Schwenk drum, dass wir sehen, was hier Massephase ist, damit ihr auch seht, achtet vor allem auf die Kieferlegung schon mal. Absolut Wahnsinn, oder? Das ist doch ein Kampfjet hoch 10. Junge, das ist ein Schmuckstück, das ist echt heftig. Erik, mal kurz zum Fahrzeug. Das ist normalerweise ein Tesla Model 3 Performance, richtig? Tesla Model 3 Performance, den hast du Ende letzten Jahres geholt, hast dann jetzt in der Projektzeit, sagen wir, von einem halben Jahr das Ding hier auf die Beine gestellt. Absolut Wahnsinn. Du hast verschiedene Teile auch verbaut, wa? Ja. Da gehen wir jetzt mal Schritt für Schritt durch. Lasst uns mal vorne anfangen bei der Motorhaube. So Leute, absolut Wahnsinn. Guckt euch mal die Motorhaube an. Das ist die Motorhaube. Wen fällt's auf? Das ist echtes Carbon. Das ist nicht fake oder auch keine Folie, das ist echtes Carbon, Leute. Wir machen die auch gleich mal auf. Ihr seht, das ist, woran erinnern euch diese Hügel hier? Das ist doch, ich sage immer, der C63 von Tesla, oder? Richtig AMG-Flügel hier, AMG-Hügel, absolut Wahnsinn. So, lasst mal drunter gucken, Leute. Was haben wir denn hier noch? Da kommen wir gleich zu. Jetzt erstmal die Motorhaube. Die Motorhaube, Erik, die sieht ja vom Muster her aus wie eine normale Motorhaube. Ist aber, wie gesagt, Carbon, eindeutig leichter als wie die Serienmotorhaube. Weißt du zufällig Daten? Die Hälfte. Die Hälfte kann man sagen. Also Pi mal Daumen die Hälfte. 6 Kilo. 6 Kilo. Von welcher Firma ist denn die Motorhaube? Die ist von Revosport. Ja. Das steht auch hier drauf. Ja. Ah, Revosport hast du sogar ein Bubble hier. Und Erik, was hast du da gemacht? Ich habe 6 Monate auf die Haube gewartet. Ja. Die Haube kam natürlich nur in einem Pappkarton, typisch für Chinesen. Okay. Ja, da warte ich jetzt noch auf eine neue, beziehungsweise auf wer das bezahlt. Aber die habe ich jetzt erstmal verbaut. Okay. Drin, das stört mich jetzt eigentlich relativ wenig. Ich meine, krass. Ist halt nur gerissen vom Klarlack her, das könnte man ein bisschen abschleifen und neu Klarlack drauf machen. Schön. Aber ja. Das stört mich jetzt noch nicht so. Aber da kriege ich vielleicht noch eine neue, weil ich habe ja auch eine neue bezahlt. Ja, das denke ich schon. Aber ist auf jeden Fall was ein Unikat, gerade im europäischen Raum. Geil, ey, Wahnsinn. Und ist extrem leicht, das muss man echt sagen. Das ist Wahnsinn. Du hast ja sozusagen nicht nur die von dieser Firma die Motorhaube, blöd gesagt, sondern auch die Heckklappe. Wollen wir da gerade mal hingucken? Da gucken wir uns nämlich mal die Heckklappe an. Denn die, Leute, ihr seht's hier, ist auch Vollcarbon. Keine Folie, das ist echtes Vollcarbon, Erik. Absolut Wahnsinn. Integrierter Spoiler. Genau. Integrierter Spoiler dabei, den kann ich euch noch mal zeigen hier. Wir gehen mal ins Seitenprofil rein, da seht ihr das. Der ist sozusagen schon fest verbaut, man braucht keinen extra Spoiler, wie wir es normal kennen. Die einen oder anderen werden sich jetzt fragen, wer macht das, wer kriegt das hin, so hinzubauen und alles. Man muss dazu sagen, Erik, du bist ja gebürtig auch. Ich kenne zumindest keinen anderen in Deutschland oder generell auf der Welt, der schon so viele Tesla Model S und Model 3 auseinandergenommen hat und wieder zusammengeschraubt hat. Da bist du echt ein Unikat hier. Du kennst jede einzelne Schraube, kann man blöd sagen, vom Tesla. Von daher
daher, du bist auch Bodyshop-Mitarbeiter, war absolut Wahnsinn. Du kennst im Prinzip ja die Karre innen auswendig. Wir schauen uns die Heckklappe mal im Detail an. Was direkt auffällt, ist erstmal der Tesla-Schriftzug, den seht ihr hier. Und was ihr auch seht, hier steht nochmal Revosport. Erik hat das schön ausgestanzt und jetzt steht da sein Instagram-Namen. Wer Bock hat, bitte folgen. Das ist die Heckklappe. Ihr seht hier, die Grundfarbe ist weiß, da kommen wir später noch zu der Folie. Wir haben hier wirklich echtes Carbon. Das ist absolut Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Die Heckklappe ist jetzt sozusagen auch vom Gewicht leichter. Oder Erik, da hat man auf jeden Fall auch eine Gewichtseinsparung. Auch die Hälfte ungefähr. Auch die Hälfte, Wahnsinn, ey. Einfach irre. Und wie, wenn man das jetzt so sieht, wie ist die Passgenauigkeit? Also ich muss sagen, besser als die Originale. Besser als die Originale? Ja, fand ich. Findest du, echt? Weil die schließt viel sauberer. Gut, Okay. ich habe es jetzt natürlich auch eingestellt. Die Originale hätte man vielleicht auch noch ein bisschen einstellen können. Ja. Aber hier so die Flucht und so, das sieht schon besser aus als das, was original ab Werk da rauskam. Ja, das stimmt. Die Flucht, da hast du vollkommen recht. Das stimmt. Bei mir zum Beispiel ist es die rechte Seite ein bisschen weiter nach innen. Ganz komisch. Aber das sieht echt top aus. Das passt sehr stimmig. Geh mal in die Knie. Sieht sehr, sehr stimmig aus. Wenn wir jetzt schon bei dem Thema Carbon sind, ihr seht hier unten auch ein Diffusor, so nennt man das. Diffusor aus echten Vollcarbon, auch ebenfalls Carbon. Das ist ein komplettes Kit. Erik, was hast du denn da dir angeschafft? Was ist das denn? Das ist das Vorsteiner, wie auch immer, Aero Volta Bodykit fürs Model 3. Ich habe mich für den schmalen Heckdiffusor entschieden, Ja. weil der guckt noch mal doppelt so weit unten raus und ich glaube, da stößt dir jedes Mal das Schienbein. Ja, das Und der stimmt. kostet auch noch mal eine ganze Ecke mehr, also das war ich nicht bereit auszugeben für so 2-3 Zentimeter mehr Carbon. Krass, Von ey. daher. Hast du also komplettes Kit, vorne, hinten, Seite, da gucken wir gleich nochmal, das ist komplett einmal drumherum ums Auto, einmal Volta-Kit. Eigentlich gehört da noch der Heckspoiler dazu, aber da ich ja die Revosport Heckklappe habe, Ja. brauchte ich den nicht. Krass, schön. Das heißt, wir haben hier den Diffusor, es geht hier weiter an den Seiten bis vorne hin das Kit. Das ist auch schön bündig. Ihr seht hier, ihr habt hier eine schöne Abrisskante oder wie man es nennt. Und dann geht es hier kantig weiter vorne. Also normalerweise ist das ja rund. Von daher gibt das jetzt eine schöne, stilvolle Linie, sage ich mal. Und das ist die Vorsteiner Frontlippe. Die passt dann natürlich auch gut dazu und rundet das ganze Paket ein bisschen ab. Was natürlich extrem an deinem Fahrzeug auffällt, ist die Tiefe. Ist das serienmäßig, sind das Federn oder was ist das? Ja, das sind die originalen Federn. Die habe Ja. ich einfach in der Mitte durchgeschnitten. Okay. Das ist ein Luftfahrwerk von Air Demand Suspension. Ja. In Deutschland gibt es ja noch nichts. Krass. Fahrwerk ist mega gut. Das ist das Einzige, was es momentan gibt, was härteverstellbar ist. Das war mir sehr wichtig. Luftfahrwerk rein. Dazu brauchst du natürlich auch eine Lufterzeugung. Guck mal jetzt hier. Schauen wir uns mal an. Ich hatte da vorher das komplette System von Akku Air. Leute, die mir bei Instagram folgen, die haben das ja gesehen. War der nix. letzte Müll. Die Firma Okay. ist mittlerweile wegen Corona auch pleite. Haben ein System rausgebracht, wo es eigentlich dies und das und jenes für geben sollte. Das kam aber nie dazu. Die App-Steuerung zum Beispiel war? Zum Beispiel und war auch undicht und so weiter. Das war alles Müll und dadurch, dass es ja keinen Support mehr gibt, habe ich gesagt, das fliegt direkt wieder raus. Habe mich dann fürs altbewährte doch dann wieder entschieden und das wäre dann das Airlift. Natürlich von der Firma 0 Bar alles und da habe ich mich dann jetzt ein bisschen designtechnisch an ein Feuerlöschersystem orientiert. Krass, sieht cool aus. Darf man es anfassen? Ja, wa? Oh, hast ja richtig hier vorne sogar die Ösen. Was ist denn das hier? Das sind die 2 Kompressoren, also das ist einer davon. Die erzeugen Luft, pumpen das in so einen Pufferspeicher, weil ich in den Feuerlöscher nur mit einem Schlauch reingehe. Deshalb brauchte ich so ein bisschen Puffern, Okay. weil über einen Schlauch reinpumpen und gleichzeitig fürs Fahrwerk wieder rausziehen ist nicht möglich. Deshalb brauche ich so einen Pufferspeicher. Okay. Und dann geht das von hier direkt in den Feuerlöscher. Und das ist dann eigentlich der ursprüngliche Tank. Der hat 6 Kilo, also ungefähr 7 Liter. Ja. 7 Liter Luft im Prinzip, Genau, komprimierte, 7 Liter komprimierte Luft. komprimierte Luft, ja. Genau, und dann noch ein bisschen was von dem Pufferspeicher, aber das ist nicht so wirklich viel. Und somit reicht die Füllung für komplett am Boden bis einmal auf Fahrhöhe. Sind jetzt zwar etwas lauter wie das System von Akku Air, was ich ja eigentlich wollte mit diesen 2 Tanks. Wie gesagt, Leute von Instagram haben Können das wir mal ein gesehen mit Bild- der Kupferleitung. können wir Kannst mal ein Bild einblenden. Genau. Das ist nach 2 Wochen wieder rausgeflogen, weil, wie gesagt, war undicht und war scheiße. Ja. Und von daher habe ich mich jetzt für das System entschieden und bin jetzt halt auf Feuerlöscheroptik gegangen. Jetzt sind die Kompressoren natürlich, was ich sagen wollte, etwas lauter als mit dem Akku-Air-System, weil der Kompressor beim Akku-Air-System war in dem Tank drin. Das gibt es natürlich nicht von Airlift, von daher habe ich mich Ja. für das entschieden, was ich auch designtechnisch noch eine ganze Ecke geiler finde. Passt, ohne Scheiß, das passt doch voll rein. Auch zu dem Thema, ich meine, wenn du mal am Supermarkt bist oder sowas und die Leute dann fragen, dann machst du hier die Motorhaube auf. Bei mir liegen halt Dollarscheine drin, bei dir ist halt ein Feuerlöscher drin. Auch nicht schlecht, war Leute? Ja, vor allem, wenn es mal brennt. Ja, genau, wenn es brennt, kannst du gleich nehmen, zack, bumm. Was wollen wir denn uns mal noch anschauen? Es ist eine lange Liste. Ich habe es euch gesagt, Leute, es wird ein längeres Video. Erik, nächster Punkt, würde ich sagen, ist diese Lackierung, Folie. Ist das eine Folie oder ist das Lackierung? Das ist Folie. Das ist Folie. Sieht ja sehr interessant aus. Schönes Grün. Wie heißt denn die Farbe? Tannengrün von Tannen- Oracal.
Tannengrün von Oracal. Man muss dazu sagen, du bist handwerklich ja echt sehr, sehr geschickt. Du hast das selber gemacht, oder? Ja. Die Folierung ist komplett selber. Das braucht alles ein bisschen Zeit, hä? Aber hast die auch selber beigebracht, wenn ich das richtig mal verstanden habe? Ja, ich habe die Autos früher immer zum Folierern gebracht. Einen schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Einmal bitte die Bilder löschen, bitte Nummernschild dran. Leute, kleine Zwischenfall passiert. Wir mussten den Standort wechseln. Da war der Dorfscheriff, Wächter für alles oder was weiß ich und hat uns da echt weggeschickt. Wir haben ja kein Weh getan oder sowas. Und er wollte uns eine Anzeige anhalten. Ihr habt gerade den kurzen Ausschnitt noch mitgekriegt. Er wollte uns direkt hier in Handschellen sehen. Also absolut Wahnsinn, was in Deutschland hier mittlerweile los ist. Das muss man echt mal sagen. Hätte ich noch die Drohne dabei, da wären wir jetzt schon im tiefsten Knast in USA irgendwo drin. Also absolut krank die Welt. Naja. So, wo waren wir denn stehen geblieben, Leute? Ich glaube, wir hatten über die Folie gesprochen. Das heißt, Erik, lass uns noch mal über die Folie kurz sprechen. Das ist eine Folierung. Die Farbe hieß noch mal? Tannengrün. Tannengrün, genau. Man sieht hier echt auch, gerade in der Sonne jetzt, das passt auch. Wir hatten schon mal gefilmt, da hat es geregnet, das war nicht so toll. Aber ihr seht die Effekte, das sieht schon toll aus. Und Folierung, muss man auch sagen, optimal. Ihr werdet die Karre auf jeden Fall auf einigen Treffen sehen, da könnt ihr es euch auch noch mal selber persönlich anschauen. Wir sind jetzt auch einmal hier an der Seitenlinie und ihr seht, auch Carbon. Also Erik, das Auto dürfte eigentlich kein Tesla mehr sein, das ist jetzt ein Carbon-Auto. Ihr habt die Videos, denke ich mal, gesehen in der Vergangenheit. Wir haben das nach Dortmund zur Kreuzmann Carbon-Manufaktur gebracht und haben alles hier abgebaut, bis der Erik ja, und haben da Carbon draus gemacht. Das ist alles laminiert im Prinzip. Ihr seht es auch vom Effekt her. Ich kann sagen, das ist wie echtes Carbon. War echtes Carbon, wurde drüber gelegt. Also die anderen Teile sind Formteile, das heißt, das Carbon wird in eine Form reingelegt und das Teil besteht danach nur aus Carbon. Hier ist es so, dass auf die originalen Teile echtes Carbon draufgelegt wurde und laminiert. Das darf man nicht vergleichen mit Wassertransferdruck oder mit Folie. Also das ist schon tatsächlich echtes Carbon, aber ist natürlich kein Vollcarbonteil. Schauen wir uns als nächstes mal die Räder bzw. die Felgen an. Erik, das ist ja echt ziemlich chromlastig, kann man sagen. Du hast das, richtig, das sind 20 Zoller oder? Ja. Das sind 20 Zoller. Wahnsinn. Da spiegelt sich ja sogar die Kamera in der Felge drin. Absolut krank. Sehr, sehr geil. 20 Zoller, irgendeine Marke oder wie ist das? Das sind Real Daytona Race. Die waren früher original auf dem Lexus drauf. Da die Räder zweiteilig sind, kann man die Außenbetten quasi tauschen. Breitere, schmalere, was auch immer. Und das habe ich an der Hinterachse getan, damit es schön ausgefüllt ist. Sind wir jetzt an der Hinterachse bei einer 10,5 x 20 und die Vorderachse ist eine 9 x 20. Schöne Größe. Ich meine, klar, viele werden jetzt sagen, auch mit der Reichweite und so. Aber wir haben schon Tests gemacht. Das macht maximal 10%. Also da braucht man sich nicht wild machen lassen. Das ist alles noch voll in Ordnung. Wir schauen uns das Biest jetzt noch mal kurz von vorne an. Fällt euch noch was anderes auf, was vielleicht nicht Serie ist? Und zwar, ich gebe euch einen kleinen Tipp, die Scheinwerfer. Die Scheinwerfer sind eindeutig dunkler als wie bei der Serie. Gucken wir uns das mal im Detail an. Ich schwenke mal rein. Ihr seht, ich hoffe, es spiegelt nicht zu sehr, ihr seht hier Carbon-Elemente, auch ebenfalls drin. Das heißt, da wo normal, Chrom ist das, glaube ich, ist das schön mit Carbon gemacht. Ist alles erlaubt, das ist überhaupt keine Frage. Das heißt aber auch, wenn wir jetzt das Licht haben, ist das normalerweise das Tagfahrlicht hier komplett. Und jetzt haben wir hier einen coolen Streifen. Also es sieht wirklich epic aus. Ich versuche mal ein Bild noch einzublenden für euch. Da seht ihr das nochmal, sieht richtig cool aus. Außen haben wir jetzt eigentlich soweit alles fertig. Wir schauen jetzt mal den Blick innen rein, weil Erik hat auch innen ziemlich viel verändert. Ihr wisst vielleicht aus den vergangenen Videos auch, das fängt an beim Himmel und so weiter. Wir schauen mal rein, okay? So sieht das Model 3 von innen aus. Ich mache mal einen kurzen Schwenk, dass ihr euch inspirieren lassen könnt. Ihr seht auch einiges vielleicht als Wiedererkennungswert. Hier drüben auch die Seitentür. Im Prinzip können wir ja mal anfangen mit dem Himmel, weil der Himmel ist komplettes Alcantara. Also komplett hinten auch, das ist hier überall, ich schwenk mal ran, seht ihr hier auch, das ist alles komplettes Alcantara. Erik, alles in eigener Hand gemacht, absolut cool. Ich habe das bei meinem ja auch drin, aber Erik, das wertet das Auto nochmal irgendwie ein bisschen auf. Es macht dunkler den Innenraum, aber wertet definitiv auf. Ich habe gerade auch gesehen, Erik, du hast sogar das Lenkrad Alcantara, hä? Fühlt sich schön wie hast du letztes Mal gesagt? Wohnzimmer. Genau, es ist wie im Wohnzimmer hier. Das fühlt sich richtig schön griffig an. Lässt sich gut pflegen, Erik? Wasserfeuchter Lappen reicht. Wasserfeuchter Lappen, das passt, wa? Hier hast du 12 Uhr Markierung, alles dabei. Hier Elemente auch mit drin. Hast du selber lackiert? Nee. Alles selber. Alles selber lackiert. Das finde ich beim Erik immer so faszinierend. Wenn du so ein Handwerk, ich habe 2 linke Hände, aber wenn du so ein Handwerk hast, da kannst du so viel selber machen. Das sieht richtig Porno aus. Richtig Wahnsinn. Wenn wir uns das Alcantara-Dashboard angucken, sehen wir auch, es ist komplett Alcantara.
mit einer Lasergravur. Die seht ihr hier. Das ist wieder Erik sein Instagram-Kanal. Wenn ihr Bock habt, gebt ein Like und ein Abo und schwenkt mal weiter hier runter zur Mittelkonsole. Ihr seht es hier auch schon. Alcantara, das ist lackiert, das ist hier foliert, grau matt. Im Prinzip die gleiche Farbe, wie ihr hier am Bildschirm habt. Hier unten, das seht ihr, das ist genau die gleiche Farbe. Hier drinnen verbirgt sich dann auch die Steuerung fürs Airride. Das heißt, darüber kannst du alles flexibel steuern, wie das haben wir. Du kannst sogar einzelne Räder ansteuern, war blöd gesagt. Ja. Richtig cooles System, auch sehr stabil im Vergleich, wie Erik es ja gerade vorhin gesagt hat. Deutlich besser als wie dieses andere, was du da hast, war? Akku R. Akku R, genau. Wenn ihr euren schönen, dicken, maskulinen Bizeparm hier drauf ablegen wollt, ist das natürlich auch schönes, weiches Alcantara. Ihr seht es hier, schön gemacht. Das gleiche haben wir natürlich für die Beifahrer auch und Fahrerseite ist das auch hier oben. Auch alles Alcantara gemacht. Das Element, man sieht es jetzt ein bisschen schlecht mit der Sonne, aber ich schwenke mal rüber, ist auch Alcantara. Das heißt, normal habt ihr hier Anthrazit, das beißt sich vielleicht ein bisschen mit den schwarzen, aber hier hat Erik das auch komplett getauscht. Das war ein bisschen Arbeit, oder Erik? Muss man ehrlich sagen. Kannst du mal ein Bild einblenden. Also da genau. muss die Tüpferkleidung komplett auseinandergenommen werden, die sind original so verschweißt. Ja. Das musste ich alles auftrennen und musste das später dann neu verschweißen. Das Krass. war Also das war auf jeden Fall ein intensiver Arbeitsschritt. Wir zeigen euch jetzt nochmal, vielleicht interessiert es nämlich den einen oder anderen, wie so ein Luftfahrwerk funktioniert. Ihr kennt das zwar vom Model S, aber wie funktioniert das beim Einbaukit? Wir schauen mal hier drüben. Ihr habt hier die Steuerung, wa? Wie kannst du das aktivieren, Erik? indem ich das Auto ist ja jetzt noch aus. Wenn ich auf die Bremse drehe, dann geht das Auto ja an. Dann fährt das hoch. Ah, krass. Ich merk's gerade auch, ja. Fährt automatisch auf Fahrhöhe. Krass, ey. Hört man die zwei Kompressoren, ist halt jetzt leider etwas lauter als vorher mit dem Akku-System, aber das funktioniert wenigstens. Solange wie das Airlift blinkt, ist er noch am Regeln auf Fahrhöhe. Jetzt ist er fertig, jetzt ist das so meine Fahrhöhe. Man sieht es oben links in der Ecke steht Preset Ride. Das ist also meine voreingestellte Fahrhöhe. Rechts oben in der Ecke sieht man den Druck, der im Feuerlöscher herrscht. Der ist auf 11,23 bis 11,3 Bar eingestellt. Folie drauf, das machen wir jetzt mal zusammen. Genau, eine Entjungferung ist das jetzt. Toll, yo Erik, Gratulation. Es ist eingeweiht, das Airride. Tolle Sache, ey. Diese Bahnzeigen hier, was bedeuten die? Das ist der Luftdruck, der in den Bälgen drin ist. Da ich ein System verbaut habe mit Höhensensoren, das sind die Höhen von den Sensoren quasi. Diese weißen Pfeile und die grünen Pfeile sind die, wo es dann hin soll. Das sind meine vorgefertigten, voreingestellten Höhen. Ja. Das ist jetzt so meins für ins Parkhaus reinfahren zum Beispiel. Das ein bisschen höher ist. Das ein bisschen höher ist. Hier ist so eine Höhe für die Eisdiele, sag ich mal. Und das ist meine Höhe für abgelassen. Okay, krass. Schön erklärt. Ich wusste es ehrlich gesagt auch nicht. Das ist jetzt auch Neuland für mich. So ein Airride sieht man ja nicht alle Tage. Oh, aber schönes System. Das heißt, wenn du jetzt am Supercharger bist, könntest du ihn jetzt komplett schön ablassen und schön dicken machen, wa? Ja, immer. Jetzt gerade, wo wir abfahren wollen, fiel mir auf, dass das Auto ja gar kein Kennzeichen hat, Leute. Guckt mal, wo ist das Kennzeichen hin? Erik, das kann doch nicht sein. Fährst du ohne Kennzeichen jetzt mal im Ernst? Das ist eigentlich Polizei. Das ist alles illegal. Polizeirechtlich ist das nicht gut, wa? Wir müssen auch gleich weg. Ja, nicht, dass die Cops wieder kommen. Ich kam mit dem Fahrrad von seiner Mama gerade eben da lang gefahren. Ja, okay. Da müssen wir schnell weg. Da müssen wir schnell weg. Nee, Erik, im Ernst, was hast du denn da feistens? Also das sind Magnete. Das ist die krass. Haben so eine ziemlich starke Kraft, Okay. was so reicht. Ist das magnetisch, diese Motorhaube? Die ist aus Kunststoff und da Okay. sind Magnete dahinter. Das ist ja immer positiv, negativ, deshalb muss man darauf achten. Wow, nein. Und das hält? Krass. Würde ich sagen, fast wie geschraubt. Irre, Man das muss ist natürlich Wahnsinn. beim Abmachen so ein bisschen drehen, damit man, weil gerade abziehen Magnete geht nicht. Ja, Aber wenn man es so draufsetzt, dann geht es. tolle Sache. Da hast du wieder eigene Ingenieurskunst hier. Wahnsinn. So Leute, wir haben jetzt für euch natürlich noch eine kleine Überraschung. Wie soll ich sagen, wir fahren jetzt auf ein abgesperrtes Gelände und ihr könnt es euch vielleicht schon denken. Genau Leute, ihr könnt es euch richtig denken. Wir machen jetzt einen kleinen Drift, eine Riesenfläche hier. Absolut Wahnsinn. Da steht das Biest. Erik, ich bin bereit. Endstufe, Erik, Endstufe. Geil, Alter. Sehr, sehr geil. Durch die breiten Reifen hast du so einen enormen Grip. Da reicht die Leistung kaum. Also, Aber es war geil, waren ein paar geile Moves drin. Leute, hat es euch gefallen? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir hauen jetzt hier wieder ab. Kleines Rennen gegen eine Hayabusa. Auf grün geht's los. Wird ein knappes Rennen, glaube ich. Weil das Drehmoment an der Hinterachse von dem Ding, das ist utopisch. Deswegen, wir sind gespannt. Erik macht schon mal einen Launch-Modus rein. Ja. Sehr gut. Motorrad ist auch am Start. Motorrad ist am Start, absoluter Bizep hier. Und es geht los. Scheiße, er zieht uns ab, Erik. Scheiße, eine Hayabusa extrem auf dem Hinterrad. Geht sie weg. Das gibt's doch nicht. Jetzt kommt der Turbo! Wow, wow, wow!
So, liebe Leute, hoffentlich haben wir euch diese Szenen noch ein bisschen kleines i-Tüpfelchen gegeben. Schreibt mal in die Kommentare. Wir sind im Prinzip ja auch fertig mit dem Video. Wir haben euch den Innenraum gezeigt von dem Monster, wir haben euch außen alles gezeigt, die ganzen Carbon-Elemente. Es ist wirklich was Besonderes. Man muss auch mal ganz ehrlich sagen, Erik, da floss ein Haufen Zeit, auch ein Haufen Geld rein und vor allem, du musst ja auch die Ideen haben, das umzusetzen. Da brauchst du auch die Teile dafür, die kriegst du natürlich nicht in Deutschland, das musst du alles importieren. Absoluter Wahnsinn. Das ist ein geiles Projekt geworden, das muss man echt mal sagen. Da ziehe ich dicke den Hut vor und kann sich vor allem auch, ihr seht es von der Insta-Szene, es kann sich weltweit sehr stark messen. Deswegen habe ich dieses Thumbnail auch genannt, das teuerste Tesla Model 3, weil da wirklich viel, nicht nur viel Geld, sondern auch viel Schweiß und Blut drin steckt. Das ist dann einfach, muss man auch mal sehen. Ansonsten, hoffentlich hat euch das Video gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Haltet die Ohren steif und bis dann. Tschüss!